Hey, Elfriede, hast du schon das Fax mit den Gesundheitsdaten von Herrn Müller bekommen? Das dürfen wir nicht mehr, aber warum? Weil es nicht verschlüsselt, aber wie soll denn ein Schlüssel auf das Fax drauf? Das zerkratzt doch das ganze Glas. Und damit herzlich willkommen zu den IT-Trends. Heute mit netten Themen, wie zum Beispiel dem offensichtlichen DSGVO-Bruch, wenn man Fax benutzt, der jetzt tatsächlich mal zur Diskussion kommt. Außerdem kritische Infrastruktur wurde gehackt in Deutschland, aber auch den USA. Sowie auch das Statistische Bundesamt, was übrigens für die Wahl zuständig ist. Anonymous hat mal wieder bei den Rechten zugeschlagen und Litauens Regierung warnt offiziell vor China. Und China verbietet Bitcoin. Viel Spaß! Nein, heute starten wir nicht mit den Hacking News. Was für ein Skandal. Dafür starten wir heute mit einem Sponsor, und zwar des heutigen Videos. Das ist Blinkist. Vielleicht kennt oder nutzt ihr Blinkist ja sogar schon. IT-Trends beziehen sich ja meist nur auf IT-Themen, doch häufig haben wir stark fachübergreifenden Bezug. Netzpolitik braucht ein gutes Verständnis für Politik. Soziale Themen brauchen viel Wissen über Psychologie und Menschen. Da bin ich kein Fachmann für, aber man kann ja viel aus Büchern lernen. Und da haben wir ein Problem. Bücher muss man lesen oder hören. Und auch das kostet so viel Zeit, die habe ich nicht und viele von euch vermutlich auch nicht. Deswegen bietet euch Blinkist Zusammenfassungen von Sachbüchern. Für ein volles Buch gibt es da die Quintessenz von ca. 10 bis 15 Minuten Inhalt. Also kürzer als die IT-Trends selbst. Die gibt es dann entweder als Text, falls ihr in der Bahn seid oder euer mobiles Internet mal wieder streikt, oder aber auch als Hörbuch. Natürlich auch zum Runterladen. Ich habe dort bislang wirklich zu allem was gefunden. Geschichte, Wissenschaft, Psychologie, Technik und vor allem kommen jeden Monat 40 neue Titel auf Englisch oder Deutsch dazu. Eine kleine Empfehlung meinerseits ist Zukunft verpasst von Thomas Middelhoff. Da geht es darum, dass quasi Deutschland etwas hinterherhinkt in der Digitalisierung und das, wisst ihr ja, kann ich deutlich unterschreiben. Ihr könnt unten in der Beschreibung einen Link finden, blinkist.com/morpheus. Da bekommt man dann 25% Rabatt auf das Premium-Jahres-Abo. Übrigens könnt ihr das sogar eine Woche lang gratis testen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, selbstverständlich starten wir jetzt mit den Hacking News. Und zwar, es gab einen Angriff auf die SRH-Stiftung. Die betreibt Kliniken in ganz Deutschland und ja, über 10 Kliniken mussten jetzt wegen diesem Hackerangriff vom Netz genommen werden. 7 davon sind allein in Baden-Württemberg. Das Ganze hat letztes Wochenende stattgefunden und der Täter ist immer noch unbekannt. Es handelt sich um eine unbekannte Malware, aber offensichtlich hat sie Wurmverhalten. Das bedeutet, die Malware verteilt sich von einem System auf das nächste System auf das nächste System und deswegen hat man die Kliniken vorsorglich vom Netz genommen. Aktuell wird dort mit Stift und Papier gearbeitet. Ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, wie viel mehr Aufwand das ist und wie viel schlechter man dann tatsächlich auch Menschen behandeln kann. Scheinbar waren aber eigentlich die Lehreinrichtungen das Ziel des Angriffs. Die SRH selbst will sich noch nicht dazu äußern, es war aber die Rede von digitalen Erpressern in einem Artikel, den ich gelesen habe und dementsprechend können wir eigentlich von Ransomware ausgehen. Ransomware ist im Endeffekt, wenn ein System angegriffen wird und übernommen wird, dann stiehlt man erstmal Daten, falls es welche gibt, und dann verschlüsselt man alles, was dort drauf ist, also Patientendaten, die Systeme selbst und natürlich auch die Software der Systeme. Die Server können verschlüsselt werden. Im Endeffekt kann alles komplett nutzlos gemacht werden, wenn man kein Backup hat. Und nichts kann mehr verwendet werden. Und wenn man dann eben das Geld nicht bezahlt, dann wird nicht mehr entschlüsselt. Wenn man bezahlt wird, mit Glück entschlüsselt, aber halt auch nicht immer. Und ja, für eine Klinik ist das natürlich ein ganz besonders problematisches Ding, denn Kliniken, also Krankenhäuser, zählen zu kritischer Infrastruktur. Kritische Infrastruktur bedeutet, wenn die Dinger wegfallen, haben wir Menschen ein Problem. Ich meine im Endeffekt, wenn eine Klinik gehackt wird und alles wird sofort vom Netz genommen, sprich von mir aus auch Strom aus, ja, als schlimmstes Szenario jetzt, dann können daran wirklich Menschen sterben, denn man muss beatmet werden zum Beispiel, man muss irgendwie versorgt werden und wenn diese Versorgung wegfällt, dann sterben Menschen. Deswegen muss man hier einfach mal sagen, Kliniken müssen besser geschützt werden. Natürlich muss alles besser geschützt werden, aber vor allem kritische Infrastruktur muss besser geschützt werden. Das sehen wir immer wieder und es wird nicht weniger schlimm. Wir haben nachher nochmal ein anderes Beispiel für kritische Infrastruktur, das heißt, schaut euch auf jeden Fall die nächsten News an. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem nächsten Angriff und zwar auf Netgear. Netgear erstellt unter anderem auch Router und diese Router haben eine Kindersicherung.
Die sogenannte Circle App, die übrigens sogar von Disney entwickelt wird. Die Circle App ist quasi dazu da, dass die Kinder halt wirklich nur zu einem gewissen Zeitpunkt ins Netz können oder dass sie eben nur Webseiten angucken können, die auch für Kinder geeignet sind. Kann man schon verstehen, dass man sowas braucht. Und diese Circle App befindet sich sogar tief in der Firmware drin. Das heißt im allerniedrigsten Level, quasi da, wo Treiber auch ungefähr installiert werden. Also wirklich sehr, sehr tief unten. Ja? Und diese Circle App von Netgear-Routern hat jetzt eine Schwachstelle gehabt. Und zwar war die sogar im Werkszustand. Das heißt, wenn die Dinger quasi frisch gekommen sind oder wenn ihr sie zurücksetzt auf Werkszustand, dann sind die Dinger angreifbar. Aber wie, fragt ihr euch vielleicht? Naja, jeder im Netzwerk kann beliebigen Code auf dem Router ausführen. Das Problem ist nämlich, die Seiten, also die Webseiten, die in die Kindersicherung eingepflegt werden sollen, die werden nicht verschlüsselt übertragen und irgendwie verifiziert oder sowas, sondern die werden einfach regelmäßig von der Circle App im Hintergrund heruntergeladen als ZIP-Datei. Und wenn man sich jetzt in dem Netzwerk befindet, dann kann man diese Daten sozusagen emulieren mit einem einfachen Man-in-the-Middle-Angriff. Sprich, man schaltet sich sozusagen zwischen die Verbindung, übernimmt das Ganze und schickt einfach eine andere ZIP-Datei, weil es wird ja nicht mal überprüft. Das heißt, man kann alles als Kindersicherung ausgeben und dementsprechend natürlich dann auch alles da reinpacken. Das Problematische an der Stelle ist allerdings nicht, dass man so die Kindersicherung umgehen kann. Könnte man auch, aber ich glaube, das wäre das wenigste Schlimme. Sondern der Code des Updaters, das heißt das Update-Programm der Circle App, befindet sich im selben Ordner. Und das bedeutet, man kann einfach, wenn man das Ganze entpackt, also die Circle App entpackt und die richtigen Dateien da drin hat, dann kann man einfach den kompletten Updater überschreiben. Sprich, man überschreibt die Datei selbst und ja, dann wird halt einfach anderer Code ausgeführt, nämlich der, den ihr da reingepackt habt. Tja. Das ist ein bisschen unpraktisch und somit wird dann natürlich euer Virus in regelmäßigen Abständen ausgeführt. Aber ja, ich glaube, man kann es verkraften, denn es sind auch schon Patches draußen und ihr könnt das Ganze jetzt updaten. Das würde ich euch mal empfehlen. Weiter geht's mit der nächsten Hacking-News. Und zwar, die Landwirtschaft in Iowa wurde auch angegriffen. Das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber mittlerweile wird Landwirtschaft häufig von nur einem einzigen Unternehmen betrieben oder von nicht mehr ganz so vielen Unternehmen. Und die Dinger sind halt einfach riesig, ja. Und in dem Fall hat es ein Unternehmen für den Anbau von Getreide getroffen. Die wurden gehackt und die Hacker fordern jetzt 5,9 Millionen $, sonst werden die Patente des Unternehmens geleakt. Und ja, die sollen scheinbar die Ernte verbessern. Das ist ein klassisches Double Extortion Prinzip. Das heißt, man möchte erst die Daten stehlen und droht damit, die zu veröffentlichen. Dann verschlüsselt man auch noch alle Daten, damit die Leute quasi nicht mal mehr an die eigenen Daten kommen. Und man droht halt mit dem Leak. Und falls die Leute nicht zahlen, werden halt die Daten wirklich geleakt. Das ist so eine Zwickmühle, denn hier bringen selbst Backups nichts. Wenn man Backups hat, kann man wenigstens die Daten, die man verloren hat, wiederherstellen. Aber wenn die Daten weg sind, naja, dann sind sie halt weg und jemand anders kann sie jederzeit veröffentlichen. Das macht die Sache ein bisschen schwieriger, allerdings ist es in den USA illegal geworden, Ransomware zu bezahlen. Das heißt, die dürfen gar nicht mehr bezahlen, ansonsten zahlen sie eine Strafe nochmal zusätzlich an die US-Behörden. Ja, aber es ist auch kritische Infrastruktur, denn es ist ja im Endeffekt so, wenn wir mal so eine Getreideanbausache sehen, wenn die nicht mehr funktioniert, sprich die Technik hinten dran auch nicht mehr funktioniert, dann gibt es keine Ernte. Und wenn es keine Ernte gibt, kann es nichts zu essen geben. Und wenn dann wirklich alle IT-Systeme down sind, in der Landwirtschaft zum Beispiel eines Landes, dann kann da wirklich eine Hungersnot entstehen. Einfach nur dadurch, dass ein Hacker meinte, er muss jetzt da angreifen. Das ist eine zusätzlich gefährdete Branche, weil sie sind nicht so digital unterwegs häufig und werden auch gerne mal als Angriffsziele genommen, weil jeder weiß, dass sie nicht so gut geschützt sind, aber gleichzeitig auch sehr, sehr viel wert sind, weil sie halt kritische Infrastruktur sind. Und ich bin mir sicher, dass deutsche Landwirtschaftsunternehmen früher oder später auch dran sind. Doch kommen wir zur nächsten News. Es geht um die Mafia. Die Mafia hat mittlerweile festgestellt, dass Cybercrime sich wirklich sehr, sehr lohnt und teilweise sogar ein bisschen einfacher durchzuziehen ist. Deswegen hat Europol sich auch so ein bisschen an deren Fersen geklemmt. Und jetzt gab es eine Aktion, die wirklich sehr erfolgreich war. Es gab 106 Festnahmen, es gab 16 Hausdurchsuchungen, 118 eingefrorene Bankkonten, zahlreiche beschlagnahmte elektronische Geräte, 224 Kreditkarten, die abgenommen wurden. Es gab SIM-Karten, Kassenterminals und sogar eine komplette Marihuana-Plantage samt Ausrüstung für Anbau und Vertrieb.
Was ihnen vorgeworfen wird, ist Phishing, Darknet-Verkäufe, Business-E-Mail, Hacking und ja, noch sehr, sehr viel mehr Sachen. Ihr könnt euch vorstellen, was man der Mafia alles vorwerfen kann. Scheinbar haben die im Darknet wirklich sehr, sehr groß gehandelt und vieles war eben scheinbar auch von ihnen. Die ganze Gruppe hat in dem Fall von Teneriffa aus operiert und es gab sehr, sehr viele Verbindungen zur klassischen Mafia-Struktur. Das heißt, man hat zum Beispiel einzelne Persönlichkeiten wiedererkannt, man hat zum Beispiel auch die Struktur insgesamt wiedererkannt. Allerdings gibt Europol quasi keine Infos dazu raus, deswegen kann ich euch hier leider nicht mehr dazu sagen. Aber so viel sei gesagt, Mafia ist mittlerweile digital geworden. Und damit kommen wir zu den Hacks der Woche. Wir fangen an mit dem ersten Angriff und zwar, oder dem ersten Hack sozusagen, und zwar geht der an Matrix. Matrix ist ja die Basis, also sozusagen das Hintergrundding hinter Element und das war der Messenger, den ich in meinem Messenger-Vergleich wirklich stark empfohlen habe. Und das tue ich übrigens auch immer noch. Aber trotzdem gab es leider eine Schwachstelle in Matrix und quasi jeder einzelne Client außer Element auf iOS war betroffen. Das heißt, Element im Web, Element auf Android war betroffen, Fluffy Cat, Neko, Cine und noch viele, viele mehr waren betroffen. Eigentlich alles, was auf Matrix basiert hat, hatte ein Problem und zwar in der Implementierung. Aber man muss dazu sagen, es ist nicht ganz so schlimm, aber dazu komme ich gleich. Was möglich war, ist im Endeffekt, man konnte die Chats am Ende wieder entschlüsseln. Das heißt, man hätte im Endeffekt herausfinden können, mit wem ich was geschrieben habe, obwohl Matrix wirklich eine sehr, sehr gute Verschlüsselung hat. Tatsächlich ist aber, wie gesagt, nicht ganz so schlimm, wie ich gesagt habe, sondern es ist im Endeffekt von einem Sicherheitsforscher bei Element, also bei Matrix, gefunden worden. Das heißt, man lässt ja immer wieder regelmäßig Leute drüber gucken, ob es da irgendwelche Schwachstellen gibt. Und in dem Fall hat jemand was gefunden und naja, natürlich wurde das jetzt repariert. Das Ausnutzen war zudem sehr, sehr schwer. Das heißt, man konnte nicht einfach so hergehen und jede Nachricht mitlesen, wo man quasi mal kurz hin wollte. Sondern, jetzt kurze Erklärung, man muss zuerst mal ein Konto übernehmen. Sprich, man muss Passwort und Namen sozusagen von diesem Gerät kennen, beziehungsweise von diesem Messenger kennen und sich dann einloggen. Das reicht bei den allermeisten anderen Messengern schon dafür, dass ihr alles mitlesen könnt. Bei Matrix ist das nicht so oder bei Element. Bei Element müsst ihr dann erstmal das neue Gerät verifizieren und da passiert dann ein Schlüsselaustausch, sprich danach kann man erst nach diesem Schlüsselaustausch kann wirklich alles mitgelesen werden. Zu diesem Schlüsselaustausch muss aber ein altes Gerät verfügbar sein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Nachrichten über mein Element Web schreibe, dann sind die verschlüsselt. Nehmen wir jetzt einfach mal an. Und dann melde ich mich bei Android auf Element an. Und dann möchte ich aber die Nachricht natürlich auch lesen können. Ich möchte nicht nur schreiben können, sondern ich möchte auch lesen können. Und da muss ich dann zuerst mal in meinem Webbrowser hingehen und sagen, ja, ist okay, das Element Android gehört zu mir. So, dieser Schlüsselaustausch, der war angreifbar. Aber das Konto selber war nicht angreifbar. Okay. So, wenn das jetzt geklärt ist, das wurde nämlich ein bisschen arg falsch aufgebauscht in den Medien, weil so schlimm war es eigentlich gar nicht. Aber es ist natürlich trotzdem schlimm und gut, dass es behoben wurde. Dann, ja, konnte sich dieses neue Gerät sozusagen, nachdem man diesen Account gehackt hatte, konnte man sich als neues Gerät ausgeben und den Schlüsselaustausch, der eben angreifbar war, manipulieren. Ja, das soweit gesagt. Die Lücke war im Endeffekt, dass hier nicht ausreichend überprüft wurde, ob da wirklich jetzt das korrekte Gerät dahinter sitzt, beziehungsweise ob da wirklich jemand okay gesagt hat. Aber das war hauptsächlich problematisch, wenn ihr in Räumen mit bösartigen anderen seid, sprich in öffentlichen Instanzen und ja, wo man quasi mit anderen kommuniziert hat. Deswegen würde ich euch hier jetzt mal ganz kurz empfehlen, es gibt bei Element die Möglichkeit zu prüfen, mit wem ihr gechattet habt, beziehungsweise wo ihr überall eingeloggt seid, ja, also von welchem Gerät ihr eingeloggt seid und von welchem Gerät ihr Nachrichten verschickt habt und welche empfangen haben. Und da würde ich euch jetzt empfehlen, schaut mal nach, welche Instanzen offen sind und löscht die gegebenenfalls, damit ihr eben halt alte Instanzen einfach rauswerft, die vielleicht bösartig sind. Der zweite Angriff geht allerdings an das Statistische Bundesamt und der war kurz vor der Wahl. Das Statistische Bundesamt ist wirklich maßgeblich für die Bundestagswahl verantwortlich und scheinbar wurde auf den Servern des Statistischen Bundesamtes eine Web-Shell installiert. Was ist eine Web-Shell? Eine Web-Shell ist, nett, dass ihr fragt übrigens, eine im Endeffekt kleine, naja, Kommandozeile, die man über das Internet ansprechen kann. Sprich, als könnte jemand euren Rechner fernsteuern, indem er einfach Befehle in seinem Browser eingibt.
Allerdings muss man dazu sagen, höchstwahrscheinlich, laut BSI zumindest, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, besteht keine Gefahr für die Wahl. Denn es gab keinen Datenabfluss und die für die Wahl wichtigen Server waren nicht betroffen. Das heißt, wahrscheinlich war das halt ein Versuch, die Wahl zu manipulieren, aber sie sind halt nicht auf die wichtigen Server gekommen, sondern sind nur auf unwichtigen Servern hängen geblieben sozusagen und haben da ihre Webshell drauf installiert. So, und wie ihr wisst oder auch nicht wisst, habe ich ja unterteilt in Hacks der Woche und Leaks der Woche und ja, das sind wieder mal einige diese Woche. Die Leaks der Woche sind zum einen GetHealth. GetHealth ist ein Anbieter, der naja, im Endeffekt Gesundheitsdaten von Fitbit, Microsoft Band, Strava, Google Fit, Apples HealthKit und vielen anderen quasi so Armbändern für Gesundheit auswertet und kombiniert, und die haben jetzt einen Verlust von 61 Millionen Datensätzen in ihrer App verzeichnet. Das Ganze ist natürlich maximal problematisch, denn Gesundheitsdaten sind halt ziemlich sensibel. Da fallen übrigens drunter Name, Geburtsdaten, Gewicht, Größe, Geschlecht und vor allem auch GPS-Protokolle, weil man muss ja wissen, wie weit eine Person gejoggt ist, ne? Und das ist halt wirklich ein Problem. Die Probleme der App sind jetzt scheinbar behoben, aber so wie es scheint, lagen die Daten einfach offen im Netz zur Verfügung. Ihr müsst euch das so vorstellen, man lagert ja Daten heutzutage selten auf eigenen Servern, sondern häufig eben in der Cloud. In der Cloud muss man sozusagen einrichten, dass es ein Berechnungsteil, sozusagen ein Cluster, wo ich Sachen berechnen lasse, zum Beispiel eine KI rechnen lasse oder sowas, und dann haben wir einen anderen Teil, wo die Daten liegen. Das sind häufig sogenannte Buckets, S3-Buckets, vielleicht schon mal gehört. Die liegen bei Amazon und naja, die muss man konfigurieren und da kann man Fehler machen, sodass die Daten eigentlich öffentlich zugänglich sind. Das heißt, wenn man die Daten sozusagen abrufen möchte, dann kann das jeder machen. Da wird nicht überprüft, ob man wirklich Zugriff auf diese Daten braucht. Und das ist halt leider sehr häufig momentan der Fall. Und so eben auch bei GetHealth. Ja, scheinbar wie gesagt Problem behoben. Die haben das scheinbar sehr schnell angegangen. Trotzdem 61 Millionen Datensätze mit Gesundheitsdaten. Aua, das ist schmerzhaft. Genauso schmerzhaft wird es für Thailand-Reisende. Und zwar in den letzten vielen Jahren. Ja? Im letzten Jahrzehnt ungefähr, so heißt es in dem Bericht. Alle Thailand-Reisende wurden scheinbar in einem Leak veröffentlicht. Und zwar nicht nur einfach so, das sind 106 Millionen Reisende und Touristen. Und deren Daten lagen halt ebenfalls öffentlich im Netz. Das sind volle Namen, wann sie da waren, also wann sie in Thailand waren, ihr Geschlecht, wo sie wohnen, was für einen Passport sie haben, also quasi die Nummer auf den Pass, auf den Pässen, auf den Reisepässen, die Informationen für das Visum und die Arrival Card Number von Thailand. Die haben da so eine spezielle Karte dafür. Auch natürlich sehr problematisch, denn Reisepässe sind sehr beliebte Daten und werden wahrscheinlich jetzt weiterverkauft von 106 Millionen Menschen, die nach Thailand gereist sind. Ja, ich hoffe, ihr wart nicht in Thailand, ansonsten seid ihr jetzt wahrscheinlich auch davon betroffen. Nummer 3 ist Anonymous. Anonymous habt ihr ja vielleicht bei den Hacks vielleicht ein bisschen vermisst, und das liegt daran, dass sie hauptsächlich die Daten geleakt haben. Sie haben eine Plattform gehackt, die nennt sich Epic. Epic ist ein Anbieter sozusagen, und dort drauf waren sehr viele rechte Plattformen gehostet. Darunter zählen Texas GOP, dann Gap, das kannten wir schon, Parler kannten wir auch schon, wurden beide schon mal von Anonymous bzw. Aktivisten gehackt, und 8chan. Und noch weitere Right-Wing-Sites, so heißt es auf der Quelle. Und diese Seiten hat jetzt erstmal Anonymous durch Anonymous Websites ersetzt und hat einen Spendenlink zu Planned Parenthood, also eine Seite, die Abtreibung bewirbt, nicht bewirbt, das ist das falsche Wort, aber pro Abtreibung ist. Dort war quasi ein Spendenlink zu finden, wo die natürlich extrem dagegen sind, die Leute, die die Plattform genutzt haben. Aber soweit so witzig oder auch nicht witzig, was eher das Problem ist, und damit habe auch ich ein Problem, alle Datensätze wurden als Torrent veröffentlicht. Das heißt, jeder konnte sie sich herunterladen. Und hier muss ich erstmal ganz kurz sagen, auf gar keinen Fall dürft ihr diese Sachen runterladen. Das ist mal das allererste, denn ihr macht euch hochgradig strafbar, wenn ihr das Zeug runterladet. So, und jetzt, wo wir das geklärt haben, möchte ich mal ganz kurz dazu ein Statement abgeben. Es ist völlig egal, ob man rechts
oder links ist. Die Definitionen sind sowieso bei vielen in den Köpfen ein bisschen kaputt mittlerweile, muss ich sagen. Ob man jetzt Pro- oder Kontra-Hacktivismus ist, aber Daten von Privatpersonen sind aus guten Gründen privat. Diese Daten zu leaken hat wirklich Konsequenzen. Man findet zum Beispiel schlechter einen Job, weil man in so einem Datensatz drin war. Man bekommt öffentlich Hate ab. Die Frau oder Partnerin oder Partner oder Ehemann, wie auch immer, trennt sich vielleicht von einem. Man wird von Communities ausgestoßen. Man darf zum Beispiel seine Kinder nicht mehr auf den Spielplatz schicken, weil die anderen Leute Angst haben, dass die Kinder ja rechtsextrem sind. Aber das Wichtige ist, nicht alle Personen auf diesen Plattformen sind rechtsextrem. Auch wenn vermutlich ein Großteil das ist. Deswegen hat auch Anonymous Deutschland extra nicht die Daten veröffentlicht und sie nur der Polizei gegeben bzw. den Behörden gegeben, die dann ermitteln können und schauen können, ob da illegales Material dabei ist. Das heißt, da wird dann untersucht, wird da illegales Material verbreitet, falls ja, bekommt diese eine Person eine Strafanzeige. Öffentliche Diffamierung ist hier keine Lösung, finde ich. Aber wie ihr das seht, das dürft ihr mir gerne mal schreiben. Der Punkt ist natürlich auch einfach, manchmal sind da auch einfach Journalisten auf diesen Plattformen angemeldet, um da nachzugucken, wer da alles drin ist und was da geschrieben wird, ob da wirklich verbotene Sachen geschrieben sind. Und diese Journalisten sind da halt manchmal auch angemeldet, das darf man nicht vergessen. Und manchmal sind da einfach auch nur Leute, die wegen einem Freund da reingekommen sind und dann halt mal mit dem darüber geschrieben haben. All solche Personen schadet man damit mit und das auf eine ziemlich extreme Weise, wenn sowas wirklich öffentlich wird. Ja, was meint ihr, wie sollte man generell mit solchem geleakten Material umgehen? Oder wie sollte man generell, wenn man ein Hacktivist ist, mit solchen Sachen umgehen? Schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare und schreibt mir wirklich, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Das ist ein super, super schwieriges Thema. Okay, aber kommen wir zu den nächsten News. Und zwar, es handelt sich eigentlich ein bisschen um Hacking-News, aber ich möchte das Ganze jetzt hier mal unter den Kryptowährung-News verbuchen. Denn es gibt tatsächlich einen neuen Hackerangriff auf eine Plattform, die nennt sich Sushi Miso. Sushi und Miso sind beides asiatische Gerichte und beide unfassbar lecker. Aber darum geht es nicht, es war eine Kryptowährungsplattform, die quasi so hin und her getradet hat. Und hier hat sich jetzt ein Hacker Zugriff verschafft und 865 Ethereum geklaut. Das sind 2,15 Millionen Euro. Das muss man sich mal geben. 865 Ethereum ist wirklich verdammt viel. Aber auch dieser Hacker, ihr erinnert euch vielleicht an die News von ein paar Mal, dieser Hacker hat auch alles zurückgegeben. 865 Ethereum zurückgegeben, also 2,15 Millionen Euro einfach so wieder hergegeben. Der Kerl hätte quasi ausgesorgt gehabt durch den Hack. Aber wir merken, das zeichnet sich so ein bisschen ein Trend ab. Aber vor allem möchte ich hierzu mal sagen, Blockchain-Hacks werden immer häufiger. Es gibt Seiten, und ich habe mich auch schon mit Kollegen im Blockchain-Bereich darüber unterhalten, es gibt immer wieder Hacks und die sind nicht selten. Man kriegt es nur seltener mit, weil halt nicht so in den Mainstream-Medien angekommen ist. Ja? Man hat das halt eher so unter dem Radar und eher auf anderen Seiten. So, und hier muss man einfach mal sagen, die sind teilweise nicht klein. Also 2,15 Millionen ist schon viel, aber in mehreren Tausender Höhen ist da durchaus üblich. Und das so alle 3 bis 4 Tage vielleicht ungefähr kommt sowas mal vor. Und gelegentlich kommt es eben auch vor, dass Leute das Geld einfach zurückgeben. Und vor allem bei so einer Menge ist das natürlich echt beeindruckend. Es gibt viele Gründe, warum Blockchain-Sachen gehackt werden können, aber häufig sind das ja keine Blockchains selbst mehr, sondern häufig sind das einfach nur die Apps, sogenannte Distributed Apps bzw. Smart Contracts. Und die sind dann angreifbar. Ja, und in dem Fall geben die Leute das dann einfach wieder zurück, weil natürlich die Funds, also die Ethereum, sind teilweise ganz gut nachverfolgbar und ziemlich schwer wieder in echtes Geld auszubezahlen. Das heißt, man muss da wirklich sehr, sehr viel tricksen, um sich dann irgendwann an einem Geldautomaten wirklich mal Kohle zu holen. Und bei 2,15 Millionen ist das wirklich, wirklich schwer. Vor allem, weil man eben nachvollziehen kann, wer wohin überwiesen hat. Und viele Exchanges verbieten dann einfach ganz einfach die Zahlung von so einer Adresse an den Exchange, weil, naja, ist halt gestohlenes Geld, ne? Und wenn man es zurückgibt, das ist das Pro-Argument fürs Zurückgeben, dann bekommt man häufig eine kleine Belohnung, wie auch in diesem Fall, und ein Jobangebot. Das war zumindest letztes Mal so, als irgendwie Security-Entwickler oder sowas. Und deswegen ist es meistens eigentlich
naja, oder was heißt meistens, manchmal zumindest kommt es vor, dass Leute das Geld lieber zurückgeben, als dann halt wirklich das Ganze zu behalten. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Was meint ihr? Soll ich noch mehr über solche Themen berichten oder seid ihr daran eigentlich gar nicht so sehr interessiert? Gut, damit kommen wir zum Win der Woche. Der Win der Woche diese Woche ist das, was ich in der Einleitung kurz vorgestellt hatte. Und zwar, ja, wir benutzen ja in Deutschland noch sehr, sehr viel Fax. Das hat tatsächlich bislang hauptsächlich Privacy-Gründe gehabt. Bitte nicht lachen, ich habe schon sehr viel darüber gelacht. Aber jetzt sagt der Datenschutzbeauftragte, der Bundesdatenschutzbeauftragte, dass gängiges Faxen nicht mit der DSGVO vereinbar ist. Und ich habe mich eigentlich schon gefragt, wann das endlich mal passiert. Aber er ist da schon länger dran. Und ja, tatsächlich ist Faxen halt ungefähr so wie der unverschlüsselte E-Mail-Versand. Ja? Und Roßnagel empfiehlt, also der Datenschutzbeauftragte empfiehlt stattdessen, dass man lieber personenbezogene Daten immer auf, ich zitiere, dem Stand der Technik verschicken soll. Zitat Ende. Das heißt, man soll zum Beispiel eine E-Mail schreiben, die PGP verschlüsselt ist. Das nenne ich mal die geile Ansage und deswegen ist das ganz klar der Win der Woche hier. Okay, aber kommen wir nach dem Win der Woche definitiv mal zum Fail der Woche. Und der geht an das Ministry of Defense in den UK, also in Großbritannien, im United Kingdom. Und ja, das, was da passiert ist, ist tatsächlich nicht nur ein Fail der Woche, das ist wirklich ein Problemfall. Denn dort wurde versehentlich eine E-Mail geschrieben, in der über 250 Übersetzer, die für den United Kingdom gearbeitet haben, oder das United Kingdom gearbeitet hatten, aus Versehen veröffentlicht wurden. Und diese Übersetzer waren halt leider aus Afghanistan. Und teils wurden sie mit Profilbild veröffentlicht. Ja, und von denen sind momentan sehr, sehr viele auf der Flucht, beziehungsweise verstecken sich aktuell vor der Taliban. Und teilweise haben sie sogar darauf geantwortet. Das ist natürlich aktuell super, super gefährlich, sowas zu veröffentlichen. Denn, naja, ihr könnt euch denken, was passiert, wenn man rausfindet, wo die sich versteckt halten und wie die dann vielleicht abgeholt werden oder dass sie überhaupt für das Vereinigte Königreich da gearbeitet haben. Ja, alles in allem muss man vorsichtig sein offensichtlich, welche E-Mails man an wen verschickt. Aber gut, das wisst ihr ja. Kommen wir aber zum zweiten Fail der Woche und der betrifft sogar Deutschland sehr, sehr direkt. Denn es geht um den Netzausbau so ein bisschen. Einer der größten Player für Gigabit-Internet ist ja Vodafone. Vodafone baut momentan wirklich sehr, sehr viel aus, was man ihnen zugutehalten muss. Aber sie hatten jetzt tatsächlich ein kleines bisschen ein Problemfall und könnten bis zu 460 Millionen Euro Strafe zahlen. Ihr könnt euch vorstellen, dass es dann heißt, viel, viel weniger deutsches Internet, weil kein Geld mehr da. Aber diese 460 Millionen Euro, die sind tatsächlich 4% des Jahresumsatzes von Vodafone. Und das ist eine Strafe, die von der DSGVO verhängt werden kann. Kommt jetzt natürlich darauf an, was da weiterhin passiert. Aber ein Verkäufer vor Ort, der darf normalerweise nur mit der Einwilligung des Kunden und der Passworteingabe die Daten der Kunden ansehen. Sprich, wenn ihr irgendwo hingeht, dann müsst ihr quasi sagen, ey yo, ich will, dass du hier was für mich machst. Hier hast du meine Einwilligung und unterschreibt ihr irgendwas und dann müsst ihr sogar noch euer Passwort eingeben. Ja, das ist auch absolut zu Recht, weil ich meine, Social Engineering, ich kann auch einfach hingehen und sagen, ey yo, ich bin der Hans-Peter Müller und möchte dem seine Daten sehen. Kann natürlich immer passieren, deswegen reicht eine Einwilligung nicht. Ich muss quasi wirklich verifizieren, dass ich diese Person bin. Aber es gibt leider Systeme von Vodafone vor Ort, also solche Kundensysteme, wo die Passworteingabe nicht funktioniert hat und teils immer noch nicht funktioniert. Oder auch die Sicherheitsanforderungen einfach nicht erfüllen. Ja, und das heißt jetzt tatsächlich, dass da halt einfach nicht nach dem Passwort gefragt wurde. Spiegel hat gemeint, dass tatsächlich der BFDI gegen Vodafone jetzt ermittelt deswegen. Und das ist eigentlich alles nur öffentlich geworden, weil ein Shopmanager mehr als, Achtung festhalten, 1000 E-Mails an seine Chefs bei Vodafone geschickt hat und Vodafone nicht auf eine einzige davon reagiert hat. Und er hat jetzt halt gemeint, das geht so nicht weiter, er zeigt es jetzt quasi an. Ja, er will jetzt eigentlich eine Bezahlung haben dafür, dass er das Ganze gemeldet hat, quasi wie in einem Bug-Bounty-Programm. Aber Vodafone sagt, das ist eigentlich Erpressung und ist damit quasi nicht in Ordnung und deswegen möchte man das nicht bezahlen.
Ja, was ihr meint, ihr wisst wohin damit, ne? Kommen wir zu den Privacy News und hier habe ich einige sehr brisante Neuigkeiten für die allermeisten von euch, denn mittlerweile sind ja fast alle Smartphones, die hierzulande gekauft werden, aus chinesischer Hand. Ich meine, Xiaomi ist einer der größten Vertreter, Huawei vielleicht nicht mehr so sehr, aber Xiaomi hat es hier wirklich sehr weit geschafft und natürlich haben wir auch, sagen wir mal, andere Hersteller wie Realme oder noch ganz viele andere. Ja, aber die Flaggschiffe sind häufig aus chinesischer Hand. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Litauens Regierung höchstpersönlich vor chinesischen Smartphones gewarnt hat, wegen Zensurbedenken. Und das nicht ohne Grund oder einfach so rausgehauen, sondern scheinbar haben diese Smartphones aus China, also gerade die Xiaomis, sind da häufig von betroffen scheinbar. Die haben einen Mechanismus, dass dort Wörter entdeckt werden, und zwar Free Tibet, Long Live Taiwan Independence oder Democracy Movement. Also Independence-Veranstaltung sozusagen, dass da irgendwas davon entdeckt wird und was danach passiert, das weiß man halt noch nicht, aber jederzeit kann damit irgendwas passieren. Wenn ihr das in euer Handy zum Beispiel reinsagt oder wenn das gesprochen wird oder wenn das geschrieben wird, irgendwo, wenn das vorkommt, dann seid ihr auf einer Liste von China. So, und bei Xiaomis Mi 10T 5G, das ist scheinbar ein Modell von denen, ich habe keins, aber so heißt das scheinbar, da ist diese Funktion ausgeschaltet für Europa, aber sie kann jederzeit aus China wieder remote angeschaltet werden, also ohne dass irgendwer was dafür tun muss. Und Xiaomi möchte dazu keine Stellungnahme abgeben. Ja, deswegen sagt jetzt Litauens Regierung, man soll sich, wenn möglich, sofort von seinen Xiaomis oder generell chinesischen Smartphones, schwieriges Wort, chinesischen Smartphones trennen und sich nie wieder ein solches kaufen. Ja, ist relativ krass, aber ich kann verstehen, warum. Und das war tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich mir kein chinesisches geholt habe. Weil eben da immer mal wieder was eingebaut sein könnte und wir wissen halt nicht, was es eigentlich genau ist. Aber kommen wir zum Aufreger der Woche und der geht diese Woche definitiv an Apple. Denn Apple hat sehr Probleme momentan mit ihrem Bug-Bounty-Programm. Und der Begriff kam mir vorhin schon mal vor, lasst mich daher kurz erklären, was eigentlich ein Bug-Bounty-Programm überhaupt ist. In einem Bug-Bounty-Programm sagt man quasi, ey Welt, jeder Sicherheitsforscher, der Bock hat, darf Sicherheitslücken von Apple finden. Das gibt es übrigens auch von Microsoft, von Google, von eigentlich quasi allen größeren Herstellern, die sind in so einem Bug-Bounty-Programm drin. Das bedeutet, wenn jemand was findet, dann darf er das melden und wird dafür nicht bestraft, was ja gut ist, wenn er nicht bestraft wird, sondern er bekommt eine Belohnung. Und wir sprechen hier im Fall von schweren Sicherheitslücken schon so von einigen 1000 Euro, eher mal mehr. Ja? Und das geht für Chrome, das geht für Google-Webseiten, das geht für Windows als Betriebssystem, das geht aber auch eben für Apple. So, und der Sinn dahinter ist jetzt natürlich folgendes. Jeder Sicherheitsforscher stürzt sich auf diese Schwachstellen drauf und die Besten finden irgendwelche Lücken und dann kann man als Hersteller das Ganze reparieren. So hat man quasi das komplette Gehirn aller Sicherheitsforscher auf einmal und natürlich nur die mitmachen, aber grundsätzlich, ihr versteht den Gedanken. Mehr Sicherheitsforscher, mehr Lücken, die gefunden werden, besser reparieren, bessere Sicherheit der Geräte. So, deswegen funktioniert das so gut und deswegen forschen natürlich auch die Leute sehr gut daran. Das Problem bei Apple ist jetzt folgendes. Dieser Sicherheitsforscher hat zwischen März und Mai 4 Zero-Day-Schwachstellen veröffentlicht. Das sind die ganz harten Dinger, ja, die noch niemand vorher gefunden hat und die meldet man dann und dafür wird man dann bezahlt. Er hat sie also spätestens im Mai 2021 gemeldet und bis heute sind 3 davon immer noch nicht repariert. Für eine wurde er bezahlt, für die anderen 3 nicht. Apple hat sich, also er hat nochmal nachgefragt natürlich dann, warum da eigentlich nichts passiert ist und Apple hat sich quasi entschuldigt dafür, gesagt, es sei eigentlich ein Processing-Issue gewesen, das heißt, dass es irgendwie nicht angekommen ist und hat versprochen, das Ganze super schnell jetzt zu fixen und 3 Releases später, also quasi 3 Patch-Cycles später, ist es immer noch nicht repariert. Also 3 Schwachstellen, die immer noch nicht repariert sind, obwohl sie schon wirklich lange bei Apple liegen. Und naja, er ist damit nicht der Einzige, der hier wirklich Probleme mit diesem Apple Bug Bounty hat. Er hat deswegen nochmal eine Anfrage gestellt und dort wurde er nicht mal beantwortet. Also er wurde komplett ignoriert. Ja,
Und dann hat er sich dazu entschlossen, er stellt alle 3 Schwachstellen komplett öffentlich. Und das bedeutet, jeder Hacker kann sich jetzt diese Schwachstellen zunutze machen und Apple hat noch keinen Sicherheitspatch dafür. Das heißt, Apple-Geräte sind darüber aktuell ziemlich stark angreifbar. Und naja, im Endeffekt ist das nicht bösartig, sondern er hat sich damit sogar an die Regeln des Google Project Zero quasi gehalten. Die besagen, dass wenn eine Firma innerhalb der ersten 90 Tage nicht das Ganze repariert, dann werden die Sachen einfach veröffentlicht. Das macht Google wirklich selber so. Die forschen bei anderen nach Sicherheitslücken und sacken das Geld ein, wenn sie was finden. Und wenn sie innerhalb von 90 Tagen nicht repariert wurden, dann veröffentlicht Google eiskalt die Sicherheitslücke. Und was auch immer alles dazugehört. Ja. Und gut, jetzt mal ganz kurz zu den Angriffen. Was passierte eigentlich? Naja, eine der Schwachstellen ist zum Beispiel, dass jede App, die ihr installiert, ohne dass sie anfragen muss, Apple E-Mail, vollen Name, volle Liste an Kontakten und mehr abgreifen kann. Einfach so, quasi einfach mal auslesen kann. Eine andere Lücke erlaubt das Auslesen der installierten Apps und eine kann sogar unter bestimmten Bedingungen euer gespeichertes Wi-Fi-Passwort auslesen. Also keine Kleinigkeiten in dem Sinne und das kann ziemlich teuer werden, weil Apple das nicht richtig verfolgt hat. Das heißt, wenn es einfach zu lange liegen geblieben ist. Ja, in dem Sinne, es war wahrscheinlich sinnvoll, das Ganze zu veröffentlichen, denn jetzt ist Apple definitiv gezwungen, das zu reparieren und wahrscheinlich werden die mit dem nächsten Patch hoffentlich repariert sein. Okay, kommen wir aber noch zu einem größeren Aufreger der Woche. Und ja, ihr denkt jetzt, oh mein Gott, das war doch schon mega krass gerade. Ja, es kommt noch krasser. Und zwar erinnert ihr euch noch an den Kaseya-Vorfall. Der Dienstleister für über 1500 Unternehmen, die alle Ransomware von Revil aufgespielt bekommen haben. Das heißt, Revil, diese Cybercrime-Gang, die alles Mögliche hackt. Ja, und 1500 Unternehmen wurden gehackt, 1500 Unternehmen haben Ransomware bekommen und haben wirklich gelitten, haben Forderungen in Millionenhöhe bekommen und ja, tatsächlich hatte das FBI die ganze Zeit, also 3 Wochen lang, den Schlüssel, um alle Daten wieder zu entschlüsseln. Das FBI hat also 3 Wochen lang gewartet mit der Herausgabe von diesem Schlüssel, obwohl man den Unternehmen schon helfen hätte können. Das FBI wollte nämlich, so sagen sie selber, ohne Vorwarnung Revil selbst angreifen. Und naja, hätten sie quasi den Schlüssel rausgegeben, hätte Revil gewusst, dass halt das FBI oder irgendjemand ihnen auf der Spur ist und sie halt dann wahrscheinlich, sie hätten sich dann halt wahrscheinlich einfach verzogen. Und das FBI wollte halt quasi so vom Hintergrund so ein bisschen reinkommen und naja, 3 Wochen lang länger warten, als man hätte sollen. Aber das hat, wie gesagt, den Unternehmen wirklich maximal geschadet und ist halt auch echt ein bisschen fies. Aber scheinbar war dem FBI wichtiger, dass man diese Bande dann auch ein bisschen kriegen kann. Tatsächlich hat das aber nicht geklappt, denn Revil ist einfach irgendwann von der Bildfläche verschwunden. Das habt ihr vielleicht mitgekriegt, darüber habe ich ja auch berichtet. Man wusste nicht warum. Und naja, in dem Fall scheinbar lag es einfach daran, dass das FBI ihnen auf der Spur war. Macht jetzt alles ein bisschen mehr Sinn. Aber ja, Revil ist auf jeden Fall auch wieder zurückgekehrt und ich vermute mal, dass sie sich einfach einen anderen Standort gesucht haben, dass sie einfach andere Server haben, dass einfach die komplette Infrastruktur ausgetauscht wurde und dass sie geguckt haben, wie das FBI reingekommen ist und jetzt wird das nicht mehr klappen. Doof gelaufen und zwar in beide Richtungen. So, und damit kommen wir zum Bericht der Woche und es geht nochmal um Kryptowährungen. Und ja, ich weiß, Kryptowährungen sind nicht unbedingt jedermanns Sache, aber tatsächlich sehr, sehr viele Leute setzen mittlerweile viel in Kryptowährungen. Und naja, China hat jetzt den kompletten Kryptogeldhandel verboten. Also wirklich alles. Erstmal haben sie Mining verboten, sprich das Schürfen von Kryptowährungen. Quasi, ihr lasst eine Grafikkarte laufen oder irgendein anderes System und dort wird dann halt wirklich auf 100% Auslastung wird was berechnet und am Ende bekommt ihr dafür halt einen gewissen Betrag. Stromkosten sehr hoch. Hardwarekosten sehr hoch, aber halt Bitcoin als Belohnung auch geil. Und für viele hat sich das gelohnt, gerade in China, weil in China war der Strom einfach unfassbar günstig und naja, das wurde jetzt verboten, also das wurde schon länger verboten. Jetzt hat man auch tatsächlich den Handel mit Kryptowährungen komplett verboten.
Und zwar hat das auch natürlich Auswirkungen auf den Kurs gehabt. Bitcoin ist erstmal um 5% gedroppt und Ethereum um 10% gedroppt. Das sind die beiden größten Kryptowährungen eigentlich, die es so da draußen gibt und die Marktführer so ein bisschen. Und mittlerweile scheint es sich auch schon wieder so ein bisschen zu erholen, weil, naja, es war abzusehen, dass das Ganze in China irgendwann verboten wird. Der Grund ist nämlich vermutlich der E-Yuan. Das ist eine chinesische Staatswährung, die sich so ein bisschen als Kryptowährung darstellt. Aber Achtung, das Ding ist nicht dezentral, wie eine Kryptowährung normalerweise ist, sprich bei einer Kryptowährung ist jeder in diesem Netzwerk gleichberechtigt, ja? Und jeder hat dieselben Möglichkeiten. Es gibt nicht irgendwie einen, der ist wichtiger und bekommt deswegen mehr Geld und der nicht so sehr. Das ist bei einer dezentralen Währung einfach nicht möglich, bei einer echten Kryptowährung. Aber der E-Yuan ist absolut nicht dezentral, sondern sehr, sehr stark vom Staat überwacht und gelenkt. Und er ist überhaupt nicht Krypto. Er ist komplett überwacht und es ist einfach nur ein Zahlungsmittel. Aber hier vielleicht noch eine kurze Statistik dazu. Im Februar war es noch so, dass 2/3 aller Bitcoins in China gemeint wurden. Also quasi erstellt wurden oder geschürft wurden. Ja? Und naja, dadurch, dass es halt jetzt verboten ist, deutlich weniger. Joa, aber das hatte wie gesagt viele Gründe. Vor allem billiger Strom, billigere Rechner in China. Das war halt schon krass. Bitcoin wurde aber genutzt, um diese strengen Abgaben auf der chinesischen Staatsseite zu umgehen und die Überwachung ist halt mit Bitcoin einfach nicht so möglich, wie das mit anderen Zahlungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel dem E-Yuan möglich ist. Und das heißt, man konnte nicht verhindern, dass Geld ins Ausland fließt oder vom Ausland reinkommt. Man konnte es einfach nicht regulieren. Und das ist aber das, was China definitiv haben möchte. Ja, und deswegen hat man es jetzt verboten. Wie gesagt, Berichte oder alle Quellen, besser gesagt, unten alles verlinkt in der Beschreibung, in einem Quellendokument. Das heißt, ihr habt nur einen Link, aber dort steht dann alles drin. Also, ja, guckt da rein, da gibt es mehr Informationen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und ja, schreibt mir, wie ihr es fandet. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.